So, ich bereite jetzt hier ein paar Leisten, die ich geschnitzt habe, als Abguss Gießvorlage vor und die werden hier mit diesem Reckli SI Trennlack oder halt Striplack, sagen manche auch. Man muss es halt wieder runterziehen können, sozusagen, dass es ganz glatt bleibt und nicht kleben bleibt. Okay, das mache ich jetzt und dann kann ich nämlich die Silikonschicht aufgießen. So, und hier gehe ich ein bisschen auf die Seite, das ist überall wo trifft, wo es soll, auch hier oben. Wenn wenigstens überall ein bisschen was dran ist, dann kann ich das nämlich dann auch einfach mit dem Pinsel noch verstreichen. So, und hier muss ich ein bisschen drauf achten, dass ich nicht zu viel nehme. Aber das sind so kleine Teile im Grunde genommen, ja. Das sollte schon anständig gegossen sein. Das läuft ja in so einem feinen Faden, das ist ja genial, ne? Da kann man ja wirklich ganz hauchzart rangehen hier an die Details. Wenn man aufbaut, dann noch mit weiterem Silikon, braucht man auch nur eine ganz dünne Schicht. Ist alles gar kein Thema. Mit der Spachtel trage ich jetzt also hier dieses Bausilikon auf. Das geht wirklich sehr gut zu verarbeiten. Da gibt es verschiedene Hersteller. Ideal sind natürlich diese Schlauchbeutel und mit der Spachtel dann zu arbeiten. Insbesondere bei großen Büsten oder so 1:1 Abgüssen ist das sehr hilfreich, Silikon zu sparen. Man kann es aber auch komplett mit Silikon aufgießen, dann ist es sehr gleichmäßig und stabil. Und jetzt brauche ich noch eine Stützform, die gieße ich mit Gips auf, um das Ganze dann mit Gießkeramik letztendlich ausgießen zu können. Ich verlinke unter dem Video das Produkt. 100 Gramm zu 10 Gramm ist das Mischungsverhältnis. Da werde ich gleich mal sehen, wie gut sich das jetzt auflöst und wirklich einen Farbton hinterlässt. Da ist auf jeden Fall so ein halber Löffel drin. Wahrscheinlich ist das schon zu viel. Das werde ich sehen, oder ob ich noch mehr brauche. Das probiere ich jetzt. Man hat wohl eine gewisse offene Zeit von 30 Minuten oder so. Nach 40 Minuten soll das aushärten. Hier habe ich mir abgemessen. Entsprechend 3 Teile Pulver, 1 Teil Wasser. Probieren wir es einfach mal und schauen, was rauskommt. Oh ja, ich habe auf jeden Fall eine Färbung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich der Farbton kommt. Man sieht es, ne? Und es war doch zu viel Wasser. Das ist unglaublich. Also. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es zu viel Wasser ist. Da muss ich noch ein bisschen Pulver reinpacken. Tatsächlich, man muss sich genau dran halten. Aber ich habe ja 2 Formen und da kann ich es ja schön vergießen, das Zeug. So, der Farbton hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Aber man muss wirklich ganz dezent sein. Also nur eine Spitze, ein Hauch einer Spitze. Ich habe so einen leicht beigen Ton, ja, es ist nicht ganz Linde, aber was soll's. Das kriege ich eh nicht hin. Ich habe das gewählt, weil ich gelesen habe, dass es beim Ausgießen und dann Entformen, dass die Oberfläche sehr schön glatt sein soll, ohne Schleifen. Und das interessiert mich. Ja. So. Jetzt kann ich mich hier schon mal darum kümmern, dass ich möglichst Luftbläschen an die Oberfläche bekomme und die kommen. Gar kein Thema, ein bisschen wegstreichen. Ganz langsam. Ja, es sind definitiv Luftblasen drin. Mal sehen, wie gut man die rausklopfen kann. Mit leichten Bewegungen.
Ja, und wenn das jetzt hier beim hinteren Kopf da einfach so reinfließt, ist mir völlig wurscht. Der ist sehr glatt, da kann nicht viel schief gehen. So, voll werden muss es natürlich. Auf jeden Fall schon mal schön klopfen. Man sieht, die Blasen steigen auf, das ist unser Ziel. Dass diese blöden Blasen rauskommen. Ja, nach einer Stunde ungefähr habe ich jetzt die Abgüsse hier rausgeholt. Ich habe mehrere gleich angefertigt, wie auch in den Bildern dann zu sehen. Und ja, ich bin also sehr zufrieden mit dieser Gießkeramik. Die kreidet nicht ab, so wie Gips, sondern ich habe ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis und man kann es eben auch einfärben für den Hobbygebrauch für Kinder. Sehr schön, kann ich empfehlen.